Wir reden über das flexible Grillrostrack vom Kamado Joe. Selbst der grösste Grill kann einmal zu klein sein, nämlich dann, wenn man viel Besuch hat. Und wie das Kamado Joe löst mit dem Flexible Grillsystem, das erkläre ich euch jetzt. Kamado Joe hat ein Flexible Grill Rack gebaut, wo jedem Grill innen ist, jedem Kamado innen ist. Und das besteht aus verschiedenen Komponenten. Einerseits auf der untersten Ebene, wo ich Deflektoren einsetzen kann. Deflektoren zum indirekten Grillieren denkt. Das heisst, die Glut wird unter den Deflektoren versteckt und die indirekte Hitze kann nur noch nach oben kommen. Und dann können wir bei dem Rack verschiedene Grillröste einsetzen. Und zwar sind alle halbmondförmig. Halbmondförmig darum, damit wir eben die einzelnen Levels einsetzen können. Das wird so gemacht. Standardmäßig sind immer 2 dabei, bei jedem Grill. Und die werden so eingesetzt. Jetzt habe ich ein Level gebaut. Ein weiterer Level wäre und ist, wenn ich nochmal 2 zusätzliche Röste einsetze. Und so baue ich das zweite Stockwerk, das ich auch mit Grillgut belegen kann. Und wenn es jetzt noch weitergeht mit dem zusätzlichen Zubehör vom Grillrost Expander, das heisst einen erhöhten Grillrost, den ich einfach oben drauf stellen kann. Mit diesen 3 übereinanderliegenden Grillrösten schaffe ich eine grosse Kapazität für viel Besuch und kann so alle glücklich machen. Aber jetzt gehen wir raus miteinander an den Grill und befüllen ihn. Mit dem flexiblen Grillrostsystem ist es möglich, mehrere Grillrostebenen zu bauen, optional also zusätzlich mit 2 Halbmond-Grillrösten eine weitere Ebene zu schaffen, sodass man gar gut übereinander stapeln kann. Was ist deine Meinung zum flexiblen Grillrostsystem? Schreib deine Kommentare ein, dass ich dir antworten kann. Und wenn es dir gefallen hat, Thumbs up, gib uns ein Like, abonniere den Kanal, drück aufs Glöckchen und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo es um die verschiedenen Grillrosteinsätze geht. Bis später.